Yo, was geht ab? Hier ist wieder Damien aus dem Kraftraum und ihr kennt mich als der Sportwissenschaftler und Athletiktrainer, der Typ, der den Kraftraum-Podcast macht, früher mal Powerlifting-Wettkämpfe gemacht hat und heute starten wir mit einer neuen Videoserie. Und zwar will ich wieder Wettkämpfe machen, aber nicht im Powerlifting, sondern hier. Warum mache ich das Ganze? Bevor ich mit dem Krafttraining angefangen hatte und mich dafür interessiert habe, habe ich Tricking gemacht und Kampfsport gemacht und erst dadurch mich für Athletiktraining interessiert, weil ich höher springen wollte. Jetzt ist es einfach für mich nochmal eine mega Motivation, mich für einen Wettkampf anzumelden und einfach nochmal zu schauen, was da wirklich geht. Viele von euch werden sich wahrscheinlich fragen, was ist denn überhaupt Taekwondo Freestyle? Weil Taekwondo an sich kennt man ja aus den Olympischen Spielen auch, da wird gekämpft, aber ich werde jetzt erstmal nicht kämpfen. Taekwondo Freestyle sind die klassischen Formenläufe, die sogenannten Pumse, kombiniert mit Akrobatik, also Tricking im Endeffekt, das was ich ja eh schon früher gemacht habe. Und es gibt ein paar Pflichtelemente. Einmal gibt es den gesprungenen Yopchagi, einen Sidekick. Dann gibt es einen gesprungenen Mehrfachkick. Dann gibt es einen Spin-Kick. Dann noch eine Kampfbahn, wie man es beim Sparring oder Kämpfen machen würde. Und zuletzt noch haben wir die Akrobatik mit Kicks kombiniert. Das Ganze muss man in Choreografie reinpacken, zwischen 90 bis 100 Sekunden auf Musik. Im Optimalfall werden die ganzen Elemente auf die Musik taktgenau gemacht, dass es wirklich auch zur Musik passt. Und das Ganze wird dann bewertet nach Schwierigkeit und nach Ausführung. Also muss man nicht nur die Akrobatik können, die Beweglichkeit für die hohen Kicks haben und auch die Technik perfekt ausführen können, sondern man braucht noch genug Ausdauer, dass man auch 90 bis 100 Sekunden Vollgas geben kann und das Ganze dann mit Perfektion ausführen kann. Und genau das Ganze macht es nämlich so schwer, weil ich bin kein Jungspund mehr, ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und habe ein paar Problemchen und das ist die große Herausforderung, die ich jetzt hier meistern muss. Das erste Problem ist das Teil hier, mein Gürtel, mein Rang, den ich aktuell habe, das ist der grün-blau-Gurt. Für die ganzen Turniere braucht man mindestens für Freestyle den Blaugurt in der Regel. Das heißt, im Dezember habe ich die nächste Prüfung, bis dahin muss ich gut genug sein, damit ich die auch bestehe. Das zweite sind meine Taekwondo-Techniken. Ich mache noch nicht so lange Taekwondo. Ich komme leider nicht regelmäßig zum Training. Zeitlich geht es einfach nicht bei mir aktuell. Das heißt, ich muss für mich auch noch viel trainieren, dass meine Kicks sauberer werden, meine Handtechniken besser werden, meine Stellungen besser werden und dann eben auch noch eine gescheite Choreografie dazu finden, die für mich passt, dass ich meine Stärken einbauen kann und meine Schwächen eben nicht unbedingt zeigen muss. Das Gute ist, durch meine Tricking-Erfahrung sollte es eigentlich reichen, was ich kann, um bei einer Form akrobatisch auf jeden Fall mindestens mithalten zu können, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als der eine oder andere, der auch noch teilnimmt. Um die ganzen Techniken besser ausführen zu können, vor allem die Kick-Techniken, muss ich meine Beweglichkeit verbessern. Im Optimalfall können die Spagat, also den Frontsplit und den Sidesplit. Frontsplit ist meine große Schwäche und gerade da muss ich auf jeden Fall auch besser werden. Auch wenn ich natürlich meine Choreo vielleicht keinen Frontkick einbaue, damit es eben nicht so auffällt, aber trotzdem, da muss ich deutlich dran arbeiten und meine Beweglichkeit verbessern. Nächstes Problem ist mein Körperfettanteil, der ist einfach ein bisschen zu hoch und ja, ist ja klar, jedes Kilo, was man an Fett unnötig mit sich rumschleppt, muss man beim Springen natürlich auch hochbewegen, macht es einfach nur schwerer, man springt deswegen auch einfach nicht so hoch. Das heißt, das Einfachste für mehr Sprunghöhe wird sein, Körperfett zu verlieren. Das heißt, ich muss meine Ernährung ein bisschen strikter machen, damit ich da einfach ein bisschen Körperfett verliere und deswegen wird auch die Ernährung ein wichtiges Thema sein, weil als ich vom Powerlifting wieder zum Tricken gewechselt habe, hatte ich fast 100 Kilo oder ich hatte 100 Kilo und da habe ich es natürlich schon krass gemerkt, dass ich ziemlich schwer geworden bin. Und dann haben wir das wahrscheinlich größte Problem überhaupt und zwar mein linkes Knie. Ich habe Anfang des Jahres eine Stammzellentherapie gemacht. Ich habe da seit Jahren mittlerweile Probleme. Ich habe da einen retropatellaren Knorpelschaden. Ich habe eine Tendinopathie, sowohl an der Quadrizepssehne als an der Patellasehne. Und ich hatte auch noch Knochenödeme, wo ich nicht 100% sicher bin, dass die komplett weg sind. Auf jeden Fall wird es darum gehen, dass ich meine Knie so belastbar mache, dass ich dann auch richtig trainieren kann, damit ich eben fit genug sein kann, um auch diese 100 Sekunden Vollgas geben zu können, meine ganzen Sprünge machen kann. Gerade diese Stemmschritte, diese Anlaufschritte für die gesprungenen Kicks sind aktuell ein ziemliches Problem. Meine Tricks, meine Akrobatik kann ich natürlich mir so aussuchen, dass ich nur Sachen mache, die meine Knie eben nicht so arg stressen. Aber
langfristig will ich auf jeden Fall meine Knie so fit kriegen, dass ich da einfach wieder mehr machen kann. Im Alltag ist mittlerweile schon deutlich besser, aber dazu kommt dann in einem extra Video einfach noch mehr. Jetzt sind es noch genau 167 Tage. Ich habe hier einen Countdown-Timer auf meinem Handy bis zum Turnier. Ich habe richtig Bock, endlich wieder ein Trainingsziel. Ich habe einfach voll Bock auf Training. Die letzten Jahre war mein Training richtig scheiße. Meine Knie waren so schlimm, dass ich einfach nicht mehr richtig trainieren konnte. Dadurch macht das Training auch keinen Spaß mehr. Man hat irgendwann keinen Bock mehr drauf. Motivation verloren. Bisschen so den Sinn verloren dafür auch. Das heißt, ich war voll raus aus der Routine. Dadurch auch irgendwie das Oberkörpertraining, weil immer alles, was ich gemacht habe, nur für die Knie war. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Themen euch vor allem interessieren. Also das ganze Athletiktraining, das Reha-Training für die Knie, dann so Sachen wie Beweglichkeit und Core-Training, das Tricking und Taekwondo-Training. Dann haben wir die Ernährung, wir haben die Supplements, alles Mögliche, was dazugehört. Schreibt's gerne unten rein. Ich habe richtig Bock. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.